Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Nippon, my first trip to Japan, hier 93 Stufe. Wir sind bei den letzten Tagen unseres schönen Urlaubs angekommen und die... Also, ich habe lange nicht mehr gespielt. Wie war nochmal die Name? Akira und die Makoto, glaube ich, haben uns jetzt hier eingeladen, nochmal die letzten Tage in Kyoto zu verbringen. Soweit ich ja, glaube ich, weiß, Kyoto, Tokio, ähnlich klingende Name, und Kyoto ist im Grunde hier eine Hauptstadt oder die Hauptstadt der Hauptstädte überhaupt, die Hauptstadt der Städte. Gut. Und nun, unser erster Punkt. Ein kleiner Tempel, will ich jetzt sagen, weil Schrein, es gibt Schreine, es gibt hier Tempel, deswegen glaube ich mehr die Tempel aus, aber gut, dort. Gleich wird es uns erklärt, ich werde auch gleich hier erklären, mich für gestorben erklären, wenn ich hier nämlich immer nicht den Schlamm rauskriege. Ja, gut, los geht's. This is die Namen schon wieder. This is Kiyomizu-dera, the most famous temple in Kyoto. Dera, a Japanese suffix meaning Tempel. Also der Tempel von Kiyomizu. Im Grunde Mizu, das kenne ich sogar. Mizu heißt doch Wasser. Und Kyo könnte, keine Ahnung, was jetzt Kyo heißt, aber irgendwas vielleicht Wassertempel. Der Wassertempel. Legend of Zelda. Der Grauen aller Spieler. Kiyomizu-dera. They say Kiyomizu-dera was completed before Kyoto became the capital in the year 778. Bevor es überhaupt die Stadt gab, war der Tempel schon hier. Before Kyoto was capital? The temple that old? Kiyomizu-dera is known for how the main hall juts out of the side of the mountain. Also es ist also so gebaut, dass es aus der Seite vom Berg ragt. Aha. The main hall has been rebuilt over and over due to fires, but the last rebuild was in 1633, so it's still quite old. Ja, also der Hauptteil ist wahrscheinlich im Tag, dort ist es noch ziemlich alt, wurde natürlich renoviert, aber an sich ist es alt. Mit neuen Teilen. Hä? Was Altes, was Neues, was Blaues, was Geborgenes. Entschuldigung. Meine Nase ist schon besser geworden, aber es ist halt immer noch... die Taschentücher geht auch schon auseinander. Was für eine Qualität. Deshalb könnte ich nie Sänger sein, weil ich immer so Probleme habe. Aber ich habe auch schon einen Arzttermin hier mal vereinbart, da, wo sie mir mal die Nase abchecken sollen. Ich habe ja mal da was gehabt. Kieferoperation, vielleicht hatte ich damit was zu tun. Gut, weiter im Text. It was still built around 400 years ago then. It's standard for the stone buildings of America and Europe to survive that long. But for these eastern wooden structures to last so long shows the care that goes into them. Ja, stimmt. Ja. So wie in der Geschichte von 3 kleinen Schweinchen. Das Strohhaus hat es nicht überlebt. Das Holzhaus ein bisschen mehr. Aber Stein hält. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. I know. Do you know the Japanese phrase, jump from the stage at Kiyomizu, meaning to plunge headfirst into something? The stage at Kiyomizu, it refers to this building? Yes, they say that if you screw up your carriage and jump from here, your wish will come true. Also ich muss da mich nur draufstellen und dann hops wieder runterhüpfen. Natürlich, hoffentlich am besten dort, wo auch wieder Boden ist. They say that in the old days, many men really would make the jump to show their determination. From here? But it's really far down. Yeah, they say some people really die trying it. Also doch hier runtergehüpft, wo der Boden weiter unten ist. Aye. Honestly, men are such idiots. Halt, Entschuldigung, nicht alle sind so lebensmüde. I can't help but agree with you there. Na gut. Ja, nicht alle, aber einige. As long as we're here, let's go to the Ottawa waterfall below. The Ottawa waterfall? Yes, it's a small waterfall consisting of 3 narrow streams. The waterfall has existed for over 1,000 years. Back then, people said the water would confer wealth or long life. They loved it as a fountain of youth. Also das ist kein riesiger Wasserfall, sondern nur 3 kleine Ströme, die so schon ein Mini-Wasserfall hier formen. Oho. The Fountain of Youth? Okay, let's check it out. Yeah.
Einmal hier den Fuß reingehalten und dann hier wieder klein wie ein Babyfuß. Boah, there really are 3 trails of water hier. Und das ist hier der Mini-Wasserfall. Each stream confers its own blessings. From right to left, they confer academic success, health and love respectively. Oh. Academics, health and love. So then, starting from the right, I take the water from each and drink it? Okay, let's start with the water of academics. Now the water of health. Then the water of love. Besonders den großen Schluck von dem letzten Teil, hä? Phew, it's delicious. It really could be the fountain of youth. Ich vermute, weil die mich so anschauen, dass das jetzt verkehrt war. Man hätte es nicht trinken sollen, sondern man hätte wahrscheinlich die Füße oder die Hände drin waschen sollen, oder? Hä? Now that I think about it, you guys only drank from the health and love springs. And none from the academics one. How come? Oh, wahrscheinlich bringt es schlechtes Glück, wenn man von allen 3 trinkt? Well... Right? Yes. What? You both look so serious. The truth is, it's said that anyone greedy enough to try to drink from all 3 rivers will be denied their blessings. What? Wait, is that true? Yes, I'm sorry to say. No way! Why didn't you tell me that earlier? Because that would have made it so much less funny. Na haha, ja schön hier auf meine Kosten. Sorry about that. So I didn't earn any blessings today. Ach, I could have used the blessing in love at least. Richtig. Ah, so now that I think about it, Makoto and Akira both drank from the love spring. Oh, erhoffen sie sich was. Oh, wer ist es? Wer ist es? Und wenn nicht ich es bin, los. Ich möchte mich ja mitdrehen wollen. First the entry fee. There. Now our next Kyoto sightseeing spot is here. Oh, das ist doch dieser goldene Teppich. Also in Pokémon Silber und Gold gibt es ja gibt es ja auch 2 Türme und ich glaube, das basiert darauf. Wow! Das ist der Kinkaku-Chi, der Goldtempel. Das kenne ich sogar von Naruto. Da gab es 2 Charaktere, Kinkaku und Ginkaku, der Goldbruder und der Silberbruder. Ji, a Japanese suffix meaning temple, an alternative reading of Dera. Kinkaku. The kin in Kinkaku is a reference to the grand golden color of the temple. The name is actually a nickname. What's its real name? I know it. It's Rokonchi, right? That's right. You really know your stuff, Akira. Rokonchi. Und wofür steht das jetzt bitte wieder? Heard your applause. Until the end. I still know lots more about the Rokonchi. Then why don't you tell us all about it, Akira? Lass uns nicht schabbeln. Leave it to me. The fact is, there was already a temple here in the 13th century, but the noble who commissioned it was put to death for conspiring against the emperor and it fell into ruin. Then, around the end of the 14th century, the shogun Ashikaga Yoshimitsu fixed it up and built a new temple which he called the Rokonchi. Also da sollte ein Tempel gebaut werden, aber der Erbauer hat gegen den Imperator hier sich gestellt und deshalb wurde das eingestampft und dann hat dieser Shogun was anderes draufgebaut. So. Wow, is that really what happened? Yes, she's exactly right. Oh, hast du aber schön auswendig gelernt. Wait a minute. Why are you asking on Nechan for confirmation? No reason, I just wanted to be sure. Let me tell you, this isn't all I know. Ich nehme den Applaus wieder zurück. I also know that when the temple was completed, the grounds around it were larger and that it completely burnt down once. Ja, so wie in Pokémon, wo ja auch der eine Turm niedergebrannt ist. Burnt down? The temple? Was it in a war or what? Psst, sorry. It burned down just 60 years ago. It was arson.
arson? You mean someone set fire to it? Ja, schön, dass wir wieder das Gleiche sagen. Yeah, in 1950 by a young monk still in training. Moment, vor 60 Jahren, das ist 1950, das heißt, das Spiel, also dieses Spiel zu 2010, das ist schon wieder 13 Jahre alt, wow. By a young monk still in training, also der trainiert und dann ist es passiert oder war das Absicht? A monk committed arson? That's right, the temple was already a famous national treasure at that time, so it caused a huge stir. I see, that makes sense. Tut es das? Nur weil das hier beliebt war, der Tempel, hat er gesagt, nö, ich will's niederbrennen? Then a world-famous author named Mishima Yukio wrote a novel about it. The name of the novel is, of course, Kinkakuchi. Oh, darf ich jetzt klatschen? Wow, Akira, you really know a lot about the Kinkakuchi. I told you I know a lot about it. So, have you read the novel? No. Oh dear. Das Reh aus der Seite. Nicht du. Geh wieder weg, Bambi. Mishima Yukio's Kinkakuchi has been translated into many other languages, so you should read it if you get a chance. Sure, I will. Sogar auf Deutsch? Das klingt ein bisschen interessant. He probably wrote it after visiting the place for himself, so it'll be probably more interesting now than if I'd read it before. I'll be sure to look around for it when I get home. I think I might try to read it when I get home too. Wieso? Ist ja so wie ich. Oh. I see. I think you would get a lot out of it, Akira. Wieso ist deine Liebesgeschichte drin? The Kinkakuchi, huh? The words are stuck with gold leaf, so it's as gold as the name suggests. Sagt die Zeit auch schon wieder so lang. Die Zeit verfliegt, wenn man hier informiert wird. I'd heard that ancient Europe referred to Japan as Jipang, the land of gold. But looking at this, I can see why Marco Polo would have felt that way. Da gibt's doch, glaube ich, dann auch hier den Silbertempel, oder nicht? What do you think of Kyoto so far? Let's see, at first I wasn't really seeing the town's history and culture at all. But the more we walk around, the more I feel the traditional atmosphere seeping in all over. That's right. Kyoto has a lot of temples and shrines, so you can walk from temple to temple and shrine to shrine. Just walking around can give you a deep impression of the town. Yeah, that's really true. Und es gibt ja noch Oberschenkelmuskel. But how do I say this? It's more than that. There's, like, even among the smallest shops in town, so many of them sell traditional craft goods. So that also gives me the impression of a town that values its history. That's true. While Kyoto continues to expand, the city as a whole does protect its traditions. I think that's what makes it amazing. Sie gehen weiter in die Zukunft, aber sie respektieren ihre Vergangenheit. Jawohl. Preserving its history while taking in the new, huh? But now that I think about it, I think Tokyo has a similar sort of atmosphere. With Kyoto it just feels a whole lot sharper. Ah, oh, so scharf. Mäh, nicht du. Mäh. When I think about it that way, Kyoto really is like a representation of Japan itself. Ah, that's it. That's one thing that surprised me in coming to Kyoto. Surprised you? What is it? You know the language. Language. Ah, I see, because it's not like Tokyo Japanese. That's right, it's a dialect, right? The accent and the words people here use, it's nothing like the Japanese I know. Also da gibt's auch wieder Dialekte, so wie zum Beispiel amerikanisch und britisches Englisch. That's true. People in Kyoto nearby Osaka and Kobe speak what's called Kansai-ben. Kansai-ben. Yes, specifically Kobe and Osaka and Kyoto all have their own dialects, but the general term for it is Kansai-ben. Kansai-ben, I see. Oder hörst du's? It's hard for even native Japanese to imitate Kansai-ben. It's a unique way of speaking. I see, but how should I say? It feels like it has nuances that I don't hear in the Japanese of Tokyo. That's true. It's fast-paced and kind of funny.
That's right. When you listen in on an exchange, it almost sounds like they might burst out laughing. Remember what I said before, that Kyoto was the capital of Japan long ago? Ja, ich kann mich doch noch dran erinnern. While that was going on, the city of Osaka was also developing next door. Osaka developed as a merchant city. Merchants sind ja die Händler. They based their lives around merchant culture. So I think the language was hupst du? Developed around the interaction between the shop owner and customer. Also die haben sich da angepasst. Huh? Making the customer feel comfortable is so important in the business world. You mean they make them laugh so that they relax and feel more like buying things? It's just my own speculation, but I wonder if it might not be true. Achso, dass sie sozusagen den Dialekt so entwickelt haben, dass sich die Kunden hier locker fühlen und dann, ja, ich kaufe da Sachen, du bist ein netter Typ. The real Kansai has done a lot of developed comedians in comedy culture, so you might hear Kansai Ben on TV too. Now that I think about it, it sounds really cute when girls speak it too. We don't speak Kansai Ben. Does it mean you don't think we're cute? Echt. Was hupst du? Wenn da immer so gesagt wird, oh, Männer sind idiotisch, dann kann ich aber auch sagen, Frauen, die tun immer so schnell hier irgendwas interpretieren, ja? Wo habe ich bitte jetzt gesagt, ihr seid nicht süß? Egal was ihr sagt, ihr seid süß. That's not it. That's not what I was trying to say at all. So you're saying you wish we both spoke Kansai Ben? That's right. That's exactly the same complaint. Even without speaking Kansai Ben, I think we make a good comedy team, don't you? Richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist ja bei mir auch so wie der Art, wie ich mal wahrscheinlich. Früher war ich ja wirklich sehr zurückhaltend und habe dann wenig gesprochen und dadurch, dass ich halt hier Let's Plays und Comedians und mir so angeschaut habe, ich gebe so, da habe ich mir so hier ein paar Sachen angewöhnt oder auch angeeignet, wie die Art und Weise, wie ich rede, ja. Dass ich da einfach ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger wirke und das hat auch schon Auswirkungen auf meinen Gegenüber. Was mir besonders auffällt, ist, dass ich habe so ein gewisses Talent dafür, hier Gespräche anzutreiben. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas anspreche und dann ist ein Thema gefunden. Anyway, let's go one last place today. It's very close to where we are now. What kind of temple is it this time? Oh my, we're not going to a temple. Really? Then where are we? Was ist das denn? Tada! This is Kyoto's premier entertainment district, Gion. Wow, but the buildings still have an older, refined feeling to them. The town of Gion is the gateway to the Yasaka Shrine. It's basically a town that sprang up along the road to the shrine. The name Gion comes from the fact that the Yasaka Shrine was once known as the Gion Shrine. I see. So is there something on the street? Like what? Well, it's certainly a very beautiful street and it has a refined atmosphere, but isn't there like a famous building or... Yeah, there's nothing like that here, but in its place... In its place? Ah, look there, walking towards us. Walking? Oh, was? Kommt da jetzt eine Kutsche oder was? There's a woman walking towards us. Tiny red lips on a face made up in white. Ach, ist das so wie eine Geisha, oder? In such a beautiful kimono. Is that a high-class Geisha? Oh. Sort of, but Geisha is only for Tokyo. In Kyoto they are called Gaiko. Sagen wir auch wieder das gleiche. Natürlich, ich sag's nach, damit ich es mir besser merken kann. Gaiko. Yes, and young apprentice Gaiko are known as Maiko. Wahrscheinlich von Mini. Die Mini Gaiko ist a Maiko. She looks young, so she's probably a Maiko. Ah, she just turned to us in boat. She's so cute. Hey, One-chan, I hear back in the day Maiko were girls around 10 years old. Is that true? That is what they say. Moment mal. Ich habe nur gesagt, sie ist niedlich. Also, da kann man ja nichts dagegen sagen. Das ist ja nicht schlimm. Oder wenn man sagt, oh, das kleine Mädchen, das ist ja niedlich, oder?
10 years old? They started that young? Yeah, because Maiko and Geiko would play instruments at banquets and sing and dance. They were like flowers used to add life to a party. And men of high standing and rank would come to them. So in order to keep them from offending anyone, they received strict instruction in discipline and manners from a very young age. That's the kind of system it was. So for all its beauty, the world was a harsh one too. Yes, but these days it's seen as problematic to make children work so hard. Nowadays you can't begin microtraining until you finish school. I saw on TV before too that there are fewer and fewer women who want to become micros these days. I guess it's true in all countries. Ja, hier mit Kinderarbeit. Wird nicht so gern gesehen. Jobs that were standard long ago are gradually declining. It's too bad, but... Yeah. But then the TV said that more people want to do it nowadays compared to before. But they say that training is so strict that many people just up and quit. Just because you want it doesn't mean you'll succeed. Wenn du es wirklich willst, musst du dafür arbeiten. But Maiko and Geiko are part of an amazing culture. There must be more people who want to carry it on. That's it. As long as we're here, why don't we call a Geiko-san tonight and... Unfortunately, that's not possible. Huh? Why not? The girls will refuse first-time customers. Most people have to be referred by an existing customer. Wahrscheinlich hier nicht irgendwie... Nicht, dass wir hier... verdächtige Personen da irgendwas hier anstellen. Daher sollten die erst empfohlen werden. I see. There are some exceptions lately. I hear there are some events where you can hire a Geiko for a brief period of time. But it probably takes a lot of money, right? I see, I guess that's true. Yeah, I understand that. It was just an idea. When you say it like that, I can tell you're really upset about it. I told you I was joking. I don't think you were. Anyway, as long as we're here, we should stop by the Yasaka Shrine. Then back to our hotel. Okay. Das passt nämlich auch sehr gut, wenn jetzt dieser eine Tag dann beendet ist, weil wir nähern uns wohl wirklich dem Finale unserer Reise und ich kann es ja verraten, ich muss mich, also in der Zeit, wo ich das jetzt aufnehme, geht auch meine Zeit bei meiner jetzigen Arbeitsstelle zu Ende, ja, weil ich war ja nur die Vertretung für jemanden gewesen und jetzt nach 3 Jahren, ja, geht's jetzt zu Ende, weil diese Person wiederkommt, also, und ich kann wirklich schlecht mit Abschieden umgehen, also das tut mich jetzt auch ziemlich sehr hier beanspruchen, ich mache mir da sehr viel Köpfe, deshalb wollte ich auch auf jeden Fall was aufnehmen, damit ich auf andere Gedanken komme, sonst zermarder ich mir mein Hirn, ja, aber auch genau wie bei dem Spiel, da habe ich ja auch hier dann mit einem Abschied zu tun, es sind zwar nur fiktive Charaktere, aber ich habe sie gern gewonnen. Und bei den anderen, bei den Personen da in meiner Arbeitsstelle, da ist es ja richtig. Da ist ja umso mehr dann. Ach, Abschiedsschmerz ist immer schwer, aber aus den Augen ist nicht aus der Welt und man kann sich ja wiedersehen. Das ist ja das Schöne. Nach einem Abschied folgt dann herzlicher Empfang. Phew. We visited the Yasaka Shrine, which was beautiful. Our hotel might be more humble than the halls where Geiko performed, but it was still a nice place. The food in Kyoto tastes completely different from the food in Tokyo too. Kyoto was a nice place, not at all inferior to Tokyo. Just one day doesn't seem like enough to experience it all. But tomorrow I go back to Tokyo and in 3 days time I go home. Ach, Moment, heißt das... Wir hatten jetzt doch nicht 3 Tage in Kyoto? Hatte ich das falsch verstanden? I've got to make the most of Japan in the time I've got left. Oh Gott, ich läuft mich jetzt ins Herz. Day 5. Ja. Also danach noch 3 Tage, oder wie? Another beautiful day. Und ja, meine Damen und Herren, another beautiful day, another beautiful moment to end this part. Ja, also wenn einer eine Reise tut, dann wird er was erleben.
Und diese Sachen wird man dann noch Tage danach in Erinnerung behalten. Und ich hoffe auch, dass Sie sich an dieses Video erinnern werden, denn wir werden uns bald wiedersehen. Hoffe ich doch. Und wenn Ihnen diese Ausgabe von Nippon, mein First Trip to Japan, gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann sage ich hier dran und nicht Choro. I love to entertain you. Tschüss and good.